Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Heute bei dem sonnigen Wetter, wir sehen es, die Sonne hier im Hintergrund. Wohnmobilputzen ist angesagt. Wir haben neue Produkte. Der Toni bereitet schon vor zum Entfernen von gewissen schwarzen Streifen. Wir wollen das mal austesten, die haben wir uns bestellt. Guten Morgen, Toni. Wir haben jetzt hier die Leiter eingewickelt, damit wir keine Kratzen ranmachen. Wir müssen so hoch aufs Dach, wir machen das Dach sauber, den Sahara-Sand runter und so weiter mit dem Kercher. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Die habe ich bestellt, die Produkte, im Oktober vergangenen Jahres. Einmal haben wir hier Außenreiniger für Caravan, dann war hier ein Softtuch mit dabei, dann haben wir hier einmal für schwarze Streifen, Regenstreifen und einmal Fensterreiniger für die Acrylscheiben. Da wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Das habe ich bestellt gehabt im Oktober und dann geben wir mal ein Feedback ab für diese Produkte. Hinweis, die Produkte haben wir selber gekauft, selber bestellt, selber bezahlt. Wir geben hier kein Feedback ab für den Händler, wir kriegen auch nichts dafür und hier entscheidet nur unser Resümee, unsere Einstellung zu den Produkten. Und da fangen wir mal an, oben auf dem Dach, wir lesen uns das erstmal durch, ob wir das einspringen. Unsere Utensilien, die wir haben, mit Teleskopstange, einmal den Soft-Schwamm zum Reinigen, dann hier eine Bürste und einen Abzieher. Was wir natürlich auch mit dazu nehmen, ist bekannt, unsere Radierschwämme. Das haben wir schon mal vorgestellt mit den Radierschwämmen. Findet ihr hier oben im Film. Das werden wir mal mit verlinken, da haben wir das schon mal mit vorgestellt. Mit den Radierschwämmen machen wir fast alles, was Schmutz betrifft, außen und innen. So, liebe Freunde, wir fangen mal an mit dem Camping-Außenreiniger. Das ist die gelbe Flasche. Der Toni sprühte mal ein auf dem Dach. Ja, probieren wir das mal aus. Da probieren wir das mal aus. So, hier haben wir gerade um die Dachluke einmal ringsrum eingesprüht. Und schon nach wenigen Sekunden sieht man hier schon mit dem bloßen Finger, wie sich der schwarze Dreck ablöst. Mal sehen, wie es dann nach dem Waschen aussieht. Wir machen das gerade mit dem Radierschwamm. Jetzt wird er mal rübergehen. Ja. Das ist schon weiß. Hier rings um die Fenster sieht es eigentlich am schlimmsten aus. Die Dachrinnen hier, ne? Das ist ein Jahr, ne? Mhm. Dann die Solarhalterung. Hier unten drunter. Also ihr seht, liebe Freunde, wir probieren das selber jetzt erstmal aus. Wir werden das so machen, wie es der Toni jetzt gerade macht. Wir sprühen das ein, machen das sauber, gehen dann mit dem Kercher drüber, dass der Dreck runterkommt. Die Solarhalterung, da setzt sich Dreck an, dann hier unten drunter, unter der Solaranlage. Ja, der Toni vergessen hat, seine gute Hose auszuziehen. Ja. Muss er sich natürlich umziehen. Aber jetzt im Nachtrag, ne? Auf dem Wohnmobil. Da kann er sich hinknien, da die Hose dreckig und nass. Genau. Kann das weitergehen. Ja, schön weiß. So, liebe Freunde, so schaut es aus. Toni liegt. Wir haben jetzt schon einen großen Teil gemacht mit einem Radierschwamm. Den Dreck, den wir hier sehen, das ist alles im Wasser. Das ist aufgeweicht. Die Solaranlage. Das Wohnmobil, das Dach an sich, machen wir mit dem Gelben. So, hier vorne kommen wir schlecht ran. Aber wir haben es ja gesehen in Bauchlage. Da geht es wunderbar. Hier gehen wir mal richtig ran. Sehen wir mal, wie schön weiß das geworden ist. Das ist noch nicht abgespült. Bei dem Fiamma-Fenster, wie schön weiß das ist. So, jetzt haben wir alles fertig mit dem Radierschwamm. Toni sprüht jetzt ab mit dem Kercher.
Hier haben wir schön die Halterung für die Solar, die Sattanlage. Optimal. So, das haben wir genommen für die Fenster oben, für die Acrylfenster, für die Hegi. Wir haben ja das große Hegi und das Mini hinten drauf und die Dachfenster für Toilette, Waschraum und Dusche haben wir das auch genommen und vorne für das Dachfenster im Aufbau. So, da kam was von oben. Wir gehen jetzt mal hoch die Leiter und jetzt schauen wir uns das mal an. Das Werk von Toni. Ha, sensationell. Ja, ich würde mal sagen, das ist wie neu. Nee, das ist neu. Aha. So gut wie. So gut wie, sagst du? Aha. Hinten haben wir auch hier. Aha. Sehr schön. Das Dach ist sauber, wir haben es gesehen. Gehen wir jetzt erstmal in die Bar. Und hol mal was willst du trinken, Toni? Ich habe jetzt ein Bier, Cola, Wasser, Energy Drink, wähl dir was aus. So schaut's aus, jetzt trinken wir mal was. Bis gleich, liebe Freunde. So, wir haben jetzt außen angefangen. Hier haben wir mal die Rückwand, unser Logo. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir von diesen Regenstreifen Konzentrat ein bisschen hier in den Eimer gemacht haben und mit der Bürste das Wohnmobil von außen machen. Das funktioniert super. Wir lassen aber die Fenster frei, weil wir das mit dem Glasreiniger dann machen. Das geht ja dann viel besser. Also wir sehen, es geht wunderbar. Wir haben ja mal ganz solche kritischen Stellen, wo man ganz schlecht rankommt zum Beispiel. Hier habe ich schon mal probiert. Und hier, das jetzt hier, das seht ihr, guckt mal mit dem Radierschwamm, geht das wunderbar sauber. Ich mache mal eine Stelle sauber hier. Dann holt man schön den Dreck mit dem Kercher raus. Und hier haben wir das, was noch dreckig ist. Also bis vor müssen wir das Ganze noch machen. Hier habe ich jetzt diesen Streifenentferner genommen, dass das schön sauber wird. So schaut es jetzt aus. Fertig gewaschen. Das Dach haben wir auch. Es ist richtig gut sauber geworden. Die schwarzen Streifen sind natürlich weg. Wir haben das gemacht mit Radierschwamm und unserer Bürste, unserer Waschbürste. Die haben wir hier, die Waschbürste. Ne, mit der haben wir das gemacht. Und sieht wunderbar aus, auch von hinten. So. Gewaschen haben wir jetzt hier mit dieser gelben Flasche, mit diesem Wash-Up. Oder wie sich das nennt, das heißt All-in-One Camping Außenreiniger. Mit dem haben wir das ganze Wohnmobil gewaschen. Ihr seht es auch, die Flasche ist ziemlich leer. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Konzentrat ist oder nicht. Da müssen wir uns noch mal belesen. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Zum Schluss haben wir das in den Eimer getan und mit dem Eimer richtig sauber gemacht. Die Flasche jetzt hier mit dem schwarzen Streifen haben wir auch mit probiert. Die schwarzen Streifen gehen sowohl mit der gelben als auch mit der roten Flasche weg, weil hier drauf steht Regenstreifen. Also sowohl als auch, hat jetzt nichts, sagen wir mal, ist gleich von den Produkten her. So, gesagt haben wir ja, dass wir die Produkte nicht auf den Acrylfensterscheiben verwenden sollen. Die Acrylfensterscheiben haben wir mit dem sauber gemacht.
eine Empfehlung, verwendet es nicht, definitiv nicht in der Sonne, das steht auch drauf. Da werden Schlieren, das haben wir gemerkt, weil wir hier vorne Glas haben, also da sind Schlieren geworden, aber bei den Acrylscheiben, das geht wunderbar sauber. Ja, das ist Fensterwasher, nennt sich das, für Plexi und Acryl. Ja, da haben wir die Scheiben gemacht und das passt. Also alles in allem sind wir von dem einen Produkt ja begeistert. Langzeittest werden wir sehen, wenn wir es wieder abspritzen, wie der Dreck runtergeht. Wir haben ein komplettes Wohnmobil gewaschen. Das Dach habt ihr gesehen, das ist komplett sauber, das Wohnmobil ist sauber, die Streifen sind weg. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein sauberes Wohnmobil. Ihr seht's, und wir werden demnächst wieder starten und Tour gehen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt schön gesund und wir sehen uns bis bald.